Proxmox 7 ist da! Ja, was soll ich euch sagen? Es gibt einiges Neues. Es gibt einen Update-Weg von Version 6.4, wo man viele Sachen beachten muss. Es gibt ein paar Neuerungen, die wir uns gemeinsam auf jeden Fall in diesem Video anschauen. Aber viel wichtiger noch, es gibt einige Punkte, wenn man halt eben das Ganze updaten möchte. Die ganzen Hinweise dazu, alles jetzt im Laufe des Videos. Wir fangen ganz von vorne an, natürlich auf der Proxmox-Seite groß angekündigt, New Proxmox 7.0 VI. Warum 7.0? Keine Ahnung, wir waren erst bei 6.4. Meiner persönlichen Meinung nach hat sich jetzt nicht viel geändert, also hat sich schon einiges geändert, aber nichts Grundsätzliches, also richtig tief Grundsätzliches, dass man sagen müsste, man müsste eine neue Major-Version bringen. In dem Falle hier die 7.0. Ja, man könnte vielleicht sagen, Debian 11 mit Bullseye wäre vielleicht das Key-Feature davon, aber meiner Meinung nach ist das nicht richtig, denn wir reden hier von der Proxmox-Version und nicht von der Debian-Version. Egal. Wenn wir mal ein bisschen tiefer reingucken, gibt es hier die lange, große Erläuterung, was alles neu ist. Wir machen das hier mal ein bisschen fixer, denn es gibt gleich noch eine schöne, aufgeschlüsseltere Version. Aber wir fangen einfach mit den Key-Features an. Einmal hier Ceph Pacific ist rausgekommen, das ist die Version 16 von Ceph. Ich weiß gar nicht, was die jetzt ja nicht ablöst, aber du hast wieder beide Möglichkeiten, also auch Version 15, glaube ich, mit Octopus, also Ceph Octopus ist immer noch da, also beides available in Proxmox 7, aber eben Ceph Pacific für Hyperconverged Infrastructure kommt jetzt mit. Als nächsten Punkt, den sie hier immer wieder gerne anteasern, ist, dass BetaFS jetzt Einzug gefunden hat. Ist natürlich eine ZFS-Alternative. Ist ein wenig schneller als ZFS, liegt aber einfach daran, da BetaFS aus dem Kernel kommt und ZFS, ja, ich sage jetzt einfach mal wie ein Software-Plugin ist, um das mal einfach zu beschreiben. Ist natürlich ganz gut jetzt, um das Betriebssystem darauf zu betreiben. Wie sehr das gut ist und toll ist jetzt nachher, um auch virtuelle Maschinen darauf zu betreiben, habe ich zu wenig Erfahrung drin, egal. Ein Key-Feature, BetaFS, hat jetzt Einzug gefunden und kann man dann auch bei der Installation auswählen. Werde ich dann auch gleich im Folgenden des Videos dann auch machen. Ja, hier haben wir ein New Panel for Easy Management the apt Repository via GUI. Also ich kann jetzt das apt Repository, also da wo ich meine Pakete beziehe, scheinbar über die GUI administrieren und verwalten und meine Paketquellen dadurch administrieren. Naja gut, ist jetzt kein Riesenfeature. Access Control. Es gibt jetzt ein Protokoll für OpenID. Habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt. OpenID ist aber trotzdem, soweit ich weiß, ein zentraler Authentifizierungsdienst, also ein dezentraler Authentifizierungsdienst, den man einfach an seine Proxmox-Umgebung anbinden kann. Dann kann ich mich zum Beispiel mittels OpenID auf meinem E-Mail-Postfach anmelden, aber mit derselben ID auch auf diesen Proxmox-Cluster als Beispiel. Also irgendein Single Sign-On-Dienst, OpenID, muss man sich mal anschauen. Enhancement in Web-Based User Interface, also irgendwelche Verbesserungen im User Interface, was halt eben zu irgendeinem Update dazugehört. Hier irgendwas für die Nodes, muss man mal gucken. Pruning, also das automatische Löschen von irgendwelchen Backups, hat sich irgendwo verbessert. Und hier Support for Security, like YubiKey as SSH-Key. Also dieser YubiKey, diese USB-Sticks zum Authentifizieren. Ich kenne die ja selber nicht ganz genau, aber dafür gibt es dann jetzt eine YubiKey-Integration. Das findet immer und immer mehr Einzug jetzt in alle möglichen Programme und Umgebungen. Hier der nächste große Punkt, den ich auch als großen Punkt sehe, ist QEMU 6, also die KVM-Virtualisierung ist mit der Version 6 deutlich an Verbesserungen und Funktionalitäten nochmal gewachsen. Was jetzt Proxmox an sich selber davon durchreicht, kann ich jetzt erstmal nicht sagen. Auf jeden Fall wird immer wieder irgendwo was mit diesem I/O-U-Ring, also das ist irgendwas wie der I/O im Kernel unten verarbeitet wird zwischen uns Benutzer, also der Benutzeroberfläche und irgendwie untenrum eine ganze Hardware. Das ist irgendwie dieses I/O-EU-Ring. Genauer genommen müsste man das mal auf Wikipedia nachlesen. Container LXC 4.0 has support for C-Groups 2. Ich meine, LXC 4 war auch schon in der Version 6.4 mit drin, wenn ich richtig liege. Hat aber jetzt scheinbar irgendwie den Support auch für diese C-Groups 2 bekommen. Deswegen wird es hier mit aufgezählt. Und hier auch nochmal Proxmox VE-Installer. Also irgendwie hat sich das Improvement beim Installer wohl irgendwo verbessert. Was und wo werden wir gleich sehen, wenn wir die Kiste einfach mal selber installieren. Hier noch ein paar Certificate Management, okay, ist vielleicht besser geworden. Hier The Modern IF Updown 2 ist Default Network Management Tool. Das ist das Tool, was seit, ich glaube, Proxmox 6.2
euch immer wieder gesagt hat, wenn ihr die Netzwerkkonfiguration über die GUI verändern wollt, müsst ihr IF Updown 2 installieren. Ist jetzt einfach endlich mit dabei. Ja, müssen wir nicht immer händisch nachinstallieren, damit wir das Ganze über die GUI machen können. Ansonsten für die Time-Synchronisation, also Zeitserver, ist scheinbar jetzt Crony, das kenne ich selber gar nicht, irgendwie mit auf das System gekommen und ist halt eben dann jetzt ganz normal Default. Ja, im Folge dessen, und deswegen taucht es auch, glaube ich, schon relativ früh bei denen in den News auf, ist natürlich die große Frage, wie komme ich von Version 6 auf Version 7? Und da gibt es direkt einen Wikipedia-Artikel von Version 6 zu Version 7, der, ich habe ihn natürlich auf, gucken wir uns gleich an, relativ ausgiebig ist. Wir sind hier gerade an Tag 1 von der Version 7.0, das heißt, auch ich muss erstmal ein Gefühl entwickeln, aber wenn ich diesen Upgrade-Guide lese, habe ich irgendwie ein leichtes Bauchgefühl, dass man vielleicht davon abraten sollte, momentan auf jeden Fall noch, ein Upgrade von 6 auf 7 zu machen, was auch damit verbunden ist, dass man höchstwahrscheinlich ein Debian 10 auf 11 macht, mit vielen Reboots, sagen wir mal 2 Reboots Minimum und so weiter und so fort, ist das, ich glaube, momentan noch ein Weg, den man erstmal noch ausschlagen sollte, geschweige denn auch davon, dass man ein Cluster bildet zwischen 2 verschiedenen Versionen, zwischen 6 und 7 und dann irgendwelche virtuellen Maschinen moved. Gucken wir uns aber gleich nochmal kurz an. Ja, im Forum ist das, was wir jetzt quasi runtergebetet haben, in Langen nochmal ein bisschen deutlicher beschrieben. Debian 11, LXC, QEMU und. Werden wir jetzt gleich nochmal selber sehen, wenn wir die Kiste installieren und dann halt eben vielleicht die Improvements vom GUI uns einfach anschauen. Gehen wir ganz kurz mal zu dem sogenannten Upgrade vom 6 zu 7. Ihr seht schon, die Liste ist jetzt schon an Tag 1 relativ lang, was man alles beachten muss und wie der Weg ist und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie viele Leute das getestet haben. Wenn Proxmox selber das nur getestet hat, wir kennen es selber, um Gottes Willen, ich will hier niemanden vor die Wand stellen, ist es aber immer wieder, da werden noch einige Fehler auftauchen. Also jetzt schon mal mitten im Video, bitte macht es momentan nicht, dass ihr in irgendwelchen Productive Environments hingeht und von Version 6 auf 7, die jetzt gerade draußen ist, Version 7.0.1 gerade draußen ist, ein Upgrade erwägt. Bitte wartet noch ein bisschen ab, da wird sich mit Sicherheit noch ein bisschen was tun. Definitiv. Ja, hier unten, es gehen jetzt verschiedene Wege, wie man den Upgrade-Weg gehen kann. Wir gehen mal ganz kurz durch. Er sagt halt eben hier einfach eine New Installation. Das steht wahrscheinlich auch glücklicherweise ganz oben. Also ich gehe hier nicht durch die Punkte durch, aber die sagen halt, bitte mache ein Backup aller deiner Maschinen, bitte mach ein Backup deiner etc-Ordner und etc-PWI-Ordner, installier deinen Cluster neu auf 7.0 und pack halt eben alles wieder zurück. Konfiguration, virtuelle Maschinen und fahr alles wieder an. Die schreiben das, glaube ich, momentan nicht umsonst ganz oben als, ganz ehrlich, wir sind hier im Upgrade Guide 6.0 und der erste Step, den die empfehlen, ist eine New Installation. Könnte Zufall sein, ich sage jetzt mal momentan wäre das meine Wahl der Qual, die ich nehmen würde, wenn ich meine Maschine updaten müsste. Wie auch immer, wäre momentan meine Wahl, im Moment. Ja, In-Place Upgrade heißt halt ganz normal, ne? In-Place, ich kann ganz normal weiter updaten via apt. Dabei wird aber nicht das Betriebssystem, soweit ich weiß, mit geupdatet, was wahrscheinlich vorausgesetzt wird. Und genau hier kommt das Ganze dann jetzt zum Spiel. Man braucht Preconditions, also irgendwelche Vorauswahl-Sachen, also was man alles beachten muss, was alles beinhaltet. Ne, wie heißt das? Mir fehlt gerade das richtige Wort. Was alles sein muss, bevor man updatet. So rum. Aber irgendwie fehlt der Wort gerade mir. Egal. Du müsstest zur letzten Version 6.4 geupdatet haben. Bei Hyperconverge, also bei Ceph, musst du mindestens bei 5.2 Octopus sein, bevor du ein Update machst. Und jetzt kommen wir schon zu einem riesen Punkt, den ich immer wieder ziemlich geil fand, den einige Leute gesagt haben. Hier steht es jetzt zum Beispiel: Hast du den Proxmox Backup Server auf den Proxmox Virtual Environment Server installiert, was ja offiziell irgendwie erlaubt war oder sonst was, musst du warten, bis der Proxmox Backup Server 2.0, also bis das Major Release Proxmox Backup Server released ist, bevor du das Ganze hier updaten kannst. Man macht es einfach nicht. Meine persönliche Meinung, man packt keinen Proxmox Backup Server auf einen Proxmox Virtual Environment Server. Da haben wir es jetzt ab in dein Gesicht. Da ist das jetzt kannst du kein Update mehr machen. Pech gehabt. Tut mir leid, dass ich jetzt so hart sagen muss.
Ja, Reliable Access to all configured Storage, also jeglicher Storage muss verfügbar sein, der Cluster muss healthy und grün sein, bla 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 bla. Alle VMs solltest du vielleicht getestet, also gebackupt haben und dann auch noch getestet, schreiben die hier. Also in manchen Cases something goes wrong. Also die schreiben hier selber hin, oh, das kann passieren, dass da was schief geht, dass vielleicht deine VMs sterben oder so. Das ist der Unterton davon, ne? Also ganz vorsichtig. Ja, korrigiere alle Konfigurationen in deinem Repository, sieh zu, dass du mindestens 4 GB freien Speicher hast und das war's dann erstmal. Genau. Testing the Upgrade, das überspringen wir jetzt erstmal und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz interessanten Punkt und den will ich euch eigentlich auch zeigen. Hier gibt es halt eben ein Skript, was Einzug gefunden hat in den letzten Updates und das ist das PWE 6:7 Update. Habe ich hier bei mir auf der Maschine natürlich auch gefunden. Das heißt PWE 6:7. Das macht jetzt nichts anderes, dass der wirklich hingeht und einmal alle Checks, die vorgegeben sind von Proxmox, einmal durchläuft, um zu überprüfen, kann ich denn halt eben ein Update machen von 6:7 und gibt mir dann halt eben die Meldungen aus, was ich halt eben noch alles beachten muss. Können wir ja gerne einmal machen. Ich habe eben das ohne das Full gemacht, deswegen mache ich das jetzt gerne einmal mit dem Full, weil es mich auch selber interessiert, um einfach mal zu sehen, was kommt dabei raus. Das kannte ich jetzt schon. Mal gucken, was jetzt hier noch weitergehend dabei herauskommt. Na gut, es kommt dasselbe, wie ich eben gesehen habe. Also wir bekommen eine Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Total, wie viel Tests wurden gefahren? In dem Falle 17, 12 habe ich bestanden. 2 wurden übersprungen und 3 Warnings. In dem Falle als gelb markiert. Gucken wir uns die gelben mal schnell an. Hier haben wir Warn, 17 Guests detected. Also ich habe bei mir hier auf meiner Maschine 17 Maschinen, sei es KVM-Maschinen oder QEMU-Maschinen am Laufen. Und er sagt halt eben, bitte migriere die irgendwie weg oder stoppe die, bevor ich halt eben irgendein Update mache. Also für mich ist das schon mal kein Online-Running-Upgrade, sondern es ist definitiv ein, ich muss rebooten und was nicht alles Update. In meinem Falle hier auch, sagt er nochmal, ich habe einen CIFS-Service momentan nicht verbunden. Auch das möchte er verbunden haben. Kann ich bei mir jetzt aber momentan sowieso nicht machen, weil der ist offline nur eingebunden, also müsste ich den vielleicht aushängen. Ja, ich habe keinen Hyperconverged, also mussten hier auch keine Tests gemacht werden. Ich habe hier nur ein Standalone-System gerade, wo ich drauf arbeite. Also kein Cluster-Check. Mein Kernel ist okay, mein Proxmox VE-Package-Version ist 6.4.1, also ich bin zumindest auf der 6.4, alles gut. Und hier oben das viele gelbe ist einfach nur, ich habe noch ein paar Updates offen, die ich machen müsste, also nicht machen müsste, die könnte ich machen, sagen wir mal so rum. Die wird er sowieso dann nachher machen, wenn ich halt eben meine Updates mache. Kann ich aber natürlich auch vorher machen. Dahingehend ist das Tool ja schon mal gar nicht schlecht, das unterstützt mich zumindest schon mal so weit, dass ich sagen kann, okay, ich bin auf einer guten Linie, dass ich halt eben ein Update machen könnte. Gehen wir zurück zu unserem Guide, der hier jetzt immer, es komplizierter wird, aber immer weiter jetzt aufgeht. Und hier fängt es an, dass ich halt eben mein Debian updaten soll, ne, von meinem, Buster nach Bullseye jetzt. Also Buster ist 10, Bullseye ist 11. Ein Dist-Upgrade, jetzt habe ich wieder einen Zungenbrecher drin. Und dann geht es immer so weiter, dass ich dann halt eben jetzt das Package Repository für Proxmox VE7 hinzufügen soll, das Ganze hier unten nochmal fürs Bullseye in die Repo-List mit hinzunehme. Bei Ceph-Only packe ich natürlich für Ceph Octopus, für Bullseye auch nochmal meine Repositories rein und update dann ganz normal nochmal meine Repositories und dann geht es wieder von vorne los, dass ich wieder ein Dist-Upgrade mache und dann wird das Ganze halt eben durchgearbeitet und dann wird auch wahrscheinlich ein neuer Linux-Kernel, der ja gekommen ist mit Linux-Kernel 3.11, glaube ich. Oder 5.11 heißt er, glaube ich. Können wir kurz nachgucken. 5.11 gekommen ist und der wird dann halt auch mit geupdatet. Und da heißt es, Linux-Kernel wird geupdatet. Du musst einen Reboot machen. Es kommen noch einige weitere Checklisten und Known Upgrade Issues. Ich weiß jetzt schon, das ist einfach momentan noch einfach zu früh, wenn ich mir das Ganze hier angucke, gehen wir jetzt gar nicht weiter durch, dass ich momentan noch definitiv abrate von einem Upgrade. Bitte wartet einfach nochmal 2, 3, 4 Wochen ab, bis das Ganze sich einfach so ein bisschen manifestiert und gesattelt hat und einfach ein paar mehr Informationen und Knowledge Bases einfach entstanden sind zu diesem Prozess Upgrade von 6 auf 7. Ich werde jetzt eine virtuelle Maschine hier aufsetzen. Ich habe schon meine VMware-Box hier an. Ich setze die jetzt erstmal auf, starte jetzt den Installationsprozess und dann sehen wir uns sofort wieder.
So, da sind wir schon drin. Installationsprozess für oben steht's in ganz klein. Version 7.0 ISO Release 1. Das ist noch ziemlich bekannt. Das sieht erstmal soweit alles noch gleich aus. Ich vermute mal, das wird auch alles gleich sein. Bis dahingehend, dass wir halt eben jetzt auch nachher für die Installation BetterFS als nicht Partition, sondern als Dateisystem auswählen können. Es dauert hier im Moment, bis ich einen DHCP-Discover bekomme, wenn ich überhaupt einen bekomme jetzt gerade. Aber ansonsten wird von der Installation her nichts anderes sein wie erwartet und wie gewohnt. Da haben wir schon End-User License, das sieht erstmal gleich aus, habe ich natürlich wie immer alles gelesen und genau sind wir jetzt schon ganz normal bei unserer Harddisk angekommen. Wir gehen mal in die Options rein und können jetzt hier dann auswählen BetterFS RAID 0, 1 und 10. Genau das ist jetzt schon der kleine Clou dabei. BetterFS bringt momentan, ich weiß nicht, wann das verbessert wird oder abgeändert wird oder vielleicht weiterentwickelt wird, momentan nur die Funktionalität von RAID 0, RAID 1 und RAID 10. Ich gehe jetzt nicht weiter in die Details von den RAID Modes rein. In meinem Fall, ich habe jetzt hier einfach nur eine Festplatte gewählt, deswegen wähle ich natürlich RAID 0 einfach aus. Aber ihr seht, bei ZFS hätte ich schon deutlich mehr Optionen. Gerade hier RAID Z1, 2 und 3 habe ich einfach in BetterFS nicht. Da bin ich ein bisschen stupider unterwegs mit 0 und 1, beziehungsweise aus der Kombination 10, also 1 und 0. Ich bin einfach ein bisschen unflexibler, was die Geschichte erstmal angeht. Gut, das ist erstmal soweit alles gleich. Next, Country. Ich habe, glaube ich, kein Netzwerk, wenn ich das richtig gesehen habe. Wähle ich einfach mal für mich jetzt hier Deutsch aus. Wähle irgendeinen Standard aus. Wähle hier youtube@youtube.de oder sowas aus und sage Next. Netzwerkkonfiguration kann ich soweit auch erstmal lassen. pve7.test.de, IP-Adresse. Komm, da gebe ich mir jetzt mal eine, bevor es gleich nicht geht. 222 ist hier mein Netz, was eigentlich gehen sollte. Warum er das nicht erkannt hat, ist mal wieder sehr fraglich. Gut, dann klicken wir hier auf Next und wir haben wieder wie immer eine Zusammenfassung. Ihr seht schon, es war irgendwie nichts Neues dabei, außer das BetterFS. Und wir klicken einfach auf Install. Ich lasse das Ganze durchlaufen und wir sehen uns gleich, wenn wir im Login-Prompt sind. Installation ist fertig. Ihr seht, dabei hat sich jetzt erstmal viel nicht geändert. PVE7 hatte ich die Kiste genannt. Im Hintergrund seht ihr schon, ich habe ganz normal den Login-Prompt erstmal. Da hat sich soweit nichts verändert und wir loggen uns jetzt das erste Mal ein. Auch für mich ist es das allererste Mal. Von der ersten Ansicht her ist es jetzt erstmal genau das, was wir erwartet haben. Hier steht jetzt allerdings schon mal Virtual Environment. Ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen, damit ihr wieder besser lesen könnt. Virtual Environment 7.0-8. Ansonsten hatten wir ja eben gehört, man kann ja scheinbar das Repository jetzt ein bisschen besser einstellen. Das müsste ich jetzt natürlich machen, um meine erste Setting, die ich ganz, ganz häufig halt eben machen muss, auf dieses No Subscription abzuändern. Ich vermute jetzt eigentlich, hier haben wir es, Repositories. Da steht auch das Enterprise, was ich jetzt noch rausnehmen muss, unter Updates. Okay, ist ja schon mal nicht schlecht. Dann gehe ich wie immer hin, ich suche bei mir Proxmox Repository das raus und werde das jetzt einfach mal hinzufügen. Gucken wir mal. Bullseye PVE Enterprise, Bullseye PVE No Subscription. Das nehme ich mir jetzt mal hier raus und sage Add. Okay. Ach, guck mal, er macht's von sich aus. Das ist doch schon mal schön. No Subscription und ich sage Add. Guck mal, ich hätte es mir gar nicht raussuchen müssen. Das ist für mich ein Improvement. Die Enterprise, kann man das hier abwählen? Scheinbar nicht, doch ich kann hier Disable klicken. Okay, dann kann ich den Haken gar nicht so direkt selber setzen. Ne, passt mir soweit. Also habe ich jetzt die PVE No Subscription. Die PVE Enterprise habe ich erstmal disabled. Ich finde es auch recht übersichtlich. Wenn ich jetzt Reload klicke, passiert erstmal soweit nichts. Okay. Das ist nur einklappen, ausklappen. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Reload klicke. Nein, passiert erstmal soweit nichts. The No Subscription Repository is not production ready. Okay, natürlich schreiben wir das ran. Aber ich würde jetzt sagen, wir klicken jetzt trotzdem auf Refresh. Dann sehen wir ja meistens, was er hier anfragt. Und hier haben wir auch die PVE No Subscription. Das heißt also, das hat sehr gut funktioniert mit dem Repositories hinzufügen. Also bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben auch schon, guck mal hier, IF Updown 2 hat auch schon irgendwie ein Update bekommen. PVE Container 4.05 geht jetzt auf 4.07. Also es gibt auch schon ein paar kleine Updates jetzt an Tag 1, wo dieses Video hier entsteht. Machen wir doch einfach. Upgrade.
Wir müssen mit Sicherheit mit einem Yes bestätigen. Das heißt also, an IF Up-Down hat sich gerade auch nochmal was geändert. Und das ist die Version von denen, also PWE 5, PWE 6. Hat sich also auch schon eine Kleinigkeit geändert. Aber dafür sind sie ja oder dafür finde ich persönlich, sind sie relativ bekannt, dass da ziemlich schnell Updates kommen und eigentlich funktionieren die auch immer, zumindest so was ich mitbekommen habe, sehr, sehr gut. Genau, was hatten wir noch? Wir hatten irgendwas von den Nodes gehört. Ja, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so wirklich mal reingeguckt, was das irgendwas anderes ist. Wir gucken auf jeden Fall mal in Storage rein. Unter Disks, hier haben wir jetzt SDR1, das sind die Boot-Partitionen, Type Unknown, Partition. Gut, hier steht VMware Virtual Storage, natürlich habe ich ausgewählt, leider nichts. Doch, da unten haben wir BetterFS, aber ich kann jetzt hier nichts großartig wieder wie immer machen. Es gibt auch keinen extra Punkt, ist auch erstmal soweit nicht schlimm. Das Ganze muss man administrieren können und wollen und muss natürlich auch nicht unbedingt über die GUI passieren. Ich glaube, ich habe auch sonst keine Features übersehen, die jetzt noch großartig hinzugekommen sind. Ich hatte ja eben hier gelesen, ich gucke noch mal rein. Zeit-Synchronization, vielleicht finden wir dazu noch irgendwas. Hier von den Software-Versionen werden wir eh nichts finden. Hier Pruning or manually trigger backups. User can prune the target. Also es ist einfach nur dieses Prunen von dem Backup-Storage werden wir jetzt hier auch erstmal nicht sehen, solange ich keine virtuelle Maschinen irgendwie up and running habe. Nochmal zurück, was hat man noch gehabt? Time-Server wollte ich gucken. Vielleicht gibt es da jetzt irgendwo einen Punkt, Time-Server, aber da kann ich natürlich nur die Server-Time hier einstellen. Ich kann hier jetzt keinen Time-Server definieren über die GUI. Also nicht, dass ich irgendwo zumindest wüsste, dass es dann jetzt hier über die GUI geht. Ist hier unter Data Center Topic was Neues gekommen. Unter Storage haben wir jetzt Directory BetterFS. Also wir können jetzt hier über Storage BetterFS hinzufügen. ID, Pass, Content. BetterFS kann also scheinbar alles, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Und hier steht, BetterFS Integration is currently a technology preview. Also auch da wieder erstmal, please non-productive. Haltet erstmal die Füße still, bevor ihr da irgendwas produktiv momentan mit arbeiten wollt. Auch hier wieder ganz normal die Backup-Retention, wie wir es mittlerweile sehr positiv gewohnt sind. Ja, ansonsten sehe ich jetzt erstmal auch nichts so weiter. Ich habe auch jetzt hier erstmal nichts weiter gelesen, was wir jetzt über die GUI Neues sehen sollten. Deswegen würde ich sagen, werden wir das Ganze jetzt hier stoppen. Denn offensichtlich gibt es jetzt ja keine augenscheinlichen Improvements. Das sind ja alles viel mehr Improvements, die viel mehr im Hintergrund passieren. Und ja, ich stimme dem zu. Dieser Punkt hier mit den Repositories finde ich jetzt sehr, sehr angenehm, dass ich jetzt einfach hier Repositories hinzufügen kann, ohne dass ich immer wieder hier rumpoolen muss und das Ganze über die Shell machen muss, finde ich. Das finde ich definitiv ist ein GUI-Improvement hoch 10. Ansonsten, ich will nochmal sagen, Update momentan, Tag 1, Tag 2, je nachdem wann ihr dieses Video guckt, momentan bitte nicht machen. Wartet noch 3-4 Wochen ab, da wird sich noch einiges ändern, ich bin mir ziemlich sicher. Ich will das nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Es kann auch sein, dass dieser Weg hier sehr, sehr gut funktioniert, aber man kennt es ja, ne? Einfach mal ein Momentchen noch abwarten. Ich finde es gut, dass es den Check gibt. Wir haben ja eben hier reingeguckt, 17 Checks. Das könnten auch ein paar Checks mehr sein, wo dann deutlich nochmal mehr abgefragt wird. Gut, in meinem Falle wurden jetzt hier schon ein paar Checks geskippt, aber das ist jetzt nur für den Cluster und für das Hyperconverged. Ich glaube, da könnte man schon deutlich mehr irgendwie abprüfen. Aber um Gottes Willen, wir sollten froh sein, dass wir sowas überhaupt haben, dass es sowas überhaupt gibt, dass wir ein Check-Tool haben, der uns einfach so ein bisschen hilft bei dem ganzen Weg momentan. Schön. Abschließendes Fazit nochmal ganz klar. Ich sage es aber auch nur nochmal ganz kurz. Bitte macht momentan kein Update von 6 auf 7. Einfach noch ein paar Wochen warten. Das Forum wird mit Sicherheit jetzt die nächsten Tage voll werden bei Proxmox noch von weiteren Bugs, die vielleicht auch keine großartigen Bugs sind, weil viele Systeme sind schon länger installiert und haben viele Update-Wege schon hinter sich. Da kann es dann ganz, ganz häufig kommen. Momentan, wenn ihr unbedingt 7 haben wollt, könnt ihr glaube ich auch gerne viel, Productive vielleicht noch nicht, aber wenn ihr es schon mal vielleicht nur privat nutzt oder sowas, Neuinstallationen, virtuelle Maschinen hinmigrieren über die verschiedensten Wege, die es gibt, gar kein Problem. Ich denke mal, das wird
wunderbar funktionieren und höchstwahrscheinlich wird dieser Update-Weg auch funktionieren, aber erstmal komplett ohne Gewähr. Ja, ich hoffe, das war der erste Einblick auf 7.0. Ich denke mal, in den nächsten paar Tagen, 2-3 Wochen, werden wir noch einige Updates kommen und dann werde ich mit Sicherheit auch sagen können, okay, ihr könnt updaten, ihr könnt mit Sicherheit dann auch productive updaten. Momentan, ja, halte ich mich erstmal noch zurück. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen hoch da lassen und wie immer, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Ciao!